Servus zusammen, ich möchte heute mal mit euch über das angekündigte neue Tabletop von Corvus Belli mit dem Namen Warcrow sprechen und wieso das erste Tabletop möglicherweise für Frauen ist. Ganz ehrlich, schaut euch das mal an hier. Wir sind 100% männlich auf dem Kanal, überhaupt keine weiblichen Zuseher. Und das ist auch das, was man ja immer wieder auch in den Vereinen sieht, aber dennoch gibt es die ein oder andere Frau, die ja dann doch auch spielt. Und vielleicht ist genau dieses System hier eine Möglichkeit, eure Frauen, Freundinnen, Lebensgefährtinnen ins Spiel zu bringen. Vorneweg möchte ich mal über ein paar Sachen sprechen, die wir schon wissen zur Warcrow und im weiteren Verlauf auch, wieso das möglicherweise eine Möglichkeit ist für Frauen ins Tabletop-Hobby zu finden, dazu aber später ein bisschen mehr. Grundsätzlich hat Corvus Belli das Spiel ja vor einer Weile schon angekündigt, auch im Zuge eines anderen Spiels, das sich Warcrow Adventures nennt. Ich werde euch dazu auch den Link zur Warcrow-Seite in die Videobeschreibung packen. Wenn sich das jemand ansehen möchte, noch im Detail, dort findet ihr alle möglichen Informationen eben zu Warcrow Adventures und zu Warcrow selbst. Warcrow, wie gesagt, ist das Tabletop, um das es hier in erster Linie geht. Und Warcrow Adventures ist ein Dungeon Crawler Brettspiel, welches quasi im gleichen Universum angesiedelt ist, die gleichen Figuren verwendet, aber eben ein Brettspiel ist und von Corvus Belli im Zuge eines Kickstarters finanziert wurde. Das ist aber nicht das, was wir uns hier hauptsächlich ansehen werden. Ich sage nicht, wenn es euch natürlich interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare und ich mache dann vielleicht auch mal ein Video zum Brettspiel, aber das ist eben nicht der Hauptschwerpunkt hier auf dem Kanal, daher werde ich das mal auslassen. Und grundsätzlich gesagt, eben Warcrow ist ein neues Tabletop, das von Corvus Belli gerade in Entwicklung ist und nächstes Jahr, also 2024, dann erscheinen soll. Wir haben mittlerweile die ersten Informationen, die ersten Bilder und auch Figuren gesehen, die es im Spiel gibt. Es ist ein eigentlich Skirmish-Tabletop, würde ich es benennen, auch wenn Corvus Belli da ein bisschen sagt, es ist ein Truppen-Tabletop. Was das bedeutet, wird sich erst noch zeigen müssen. Auf alle Fälle, was wir wissen, das Spiel ist in einem Fantasy-Setting angesiedelt und nach dem, was aktuell zu sehen ist auf der Webseite, man hat 6 Fraktionen, die man spielen können wird und es wird auch so etwas wie Mercenaries geben, die dann vermutlich für diverse Fraktionen mitkämpfen können. Was Corvus Belli hier dann auch sagt bei ihren Videos, und das finde ich zum Beispiel auch gut, ihr könnt hier auch gerne den Kanal mal ansehen von Corvus Belli auf YouTube, da kommen immer wieder Informationen zu ihren Systemen, eben auch zu Warcrow, sodass man auch immer ein bisschen involviert bleibt. Und was eben Corvus Belli auch im Zuge der Vorstellung des Systems bisher gesagt hat, dass es mehr oder weniger ein truppenbasiertes Tabletop ist, also weder ein Massensystem noch ein sogenanntes Skirmish-System, sondern quasi, so würde ich jetzt mal auffassen, irgendetwas dazwischen. So wie es für mich jetzt aussieht, da eben auch die 2-Spieler-Starterbox, die am Anfang erscheinen soll, bereits ein bisschen vorgestellt wurde und jeweils 7 Miniaturen enthält, wird es dennoch ein Spiel sein, das nicht ganz so viele Figuren benötigt pro Spieler. Man hat hier eben das Ganze wieder im 28-32 mm Maßstab, so wie es aussieht. Was die Angaben betrifft, auch eben für 2 Spieler, ein Spiel 90 Minuten, also das ist alles im Rahmen, wie es wir kennen. Und jetzt eben bezogen auf diese Beschreibung, ein Truppensystem, gehe ich ja mal davon aus, es wird nicht ganz so wie Infinity sein mit Einzelfiguren, die man bewegt, sondern eben, so wie es sich bisher anhört, man hat durchaus einzelne Figuren, die auch dem gleichen Truppentyp angehören können und dann aber auch miteinander in Einheiten kombiniert werden, sodass ich sagen kann, ich spiele eine gewisse Standardeinheit, die kann ich ein bisschen öfter mitnehmen, wie zum Beispiel die Verfügbarkeit bei Infinity, wo ich eine Einheit 5-mal
zum Beispiel mitnehmen kann und diese 5 Figuren dann einzeln agieren, es sei denn, sie sind in einem Fireteam zum Beispiel zusammen, wo es enthalten, wo sie gemeinsam aktiviert werden können. Und ich glaube auch, dass eben bei Warcrow das Ganze in eine solche Richtung gehen kann, wo man sagt, okay, man hat eigentlich Einzelfiguren, kann sich aber während des Spiels oder vielleicht auch bereits vor dem Spiel muss man sich entscheiden, wie die einzelnen Einheiten vom selben Typ zusammengefasst sind in einzelne Truppentypen, ob diese einzeln sind oder auch zu zweit, zu dritt. So etwas in diese Richtung kann ich mir vorstellen. Und da habe ich ein bisschen die Vibes auch bekommen vom alten Confrontation, falls das jemand kennt. So in diese Richtung habe ich jetzt das Gefühl, wird sich das Ganze entwickeln. Also man hat hier diverse Einzelfiguren, wie zum Beispiel einen Anführer, den man mitnehmen muss, dann vielleicht noch Einzelfiguren, wie man das eben von Confrontation her von früher kennt, wie gesagt, oder auch vielleicht die Solos und solche Sachen von War Machine und Hordes und dann aber auch Truppentypen, die mehrere Figuren enthalten können, die eben dann auch zu zweit, zu dritt, vielleicht auch zu fünft operieren, sodass schlussendlich vielleicht hier ein System entsteht, ähnlich wie War Machine oder auch vielleicht ein bisschen kleiner, wo man zwischen vielleicht 15, 20, 25 Figuren pro Seite so im Maximum dann ins Feld führt. Das klingt eigentlich alles in allem schon mal ganz gut, würde ich sagen, aber lasst uns da noch ein paar Punkte dazu mehr ansehen, die mir hier eben aufgefallen sind. Ein Punkt wäre natürlich schon mal, dass du unten in die Videobeschreibung schaust und den Newsletter abonnierst und vielleicht auch den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Denn über den Newsletter werde ich euch immer wieder über Neuigkeiten informieren, auch was eben in Zukunft Warcrow betrifft. Aber sehr viel wichtiger sind eben andere Punkte, zu denen ich jetzt kommen möchte. Und zwar wissen wir ja schon einiges zum Brettspiel, also Warcrow Adventures, und damit verbunden auch, was das für das Tabletop bedeuten wird. Zum Beispiel wird es so sein, dass die gleichen Würfel verwendet werden, was ich persönlich nicht sonderlich gut finde. Ich bin kein Freund von Spezialwürfeln, denn es sind achtseitige Würfel oder zehnseitige, ich glaube achtseitige Würfel, die hier verwendet werden. Die sind farbkodiert, die haben eigene Symbole drauf, die hier fürs Spiel verwendet werden, was eben auch für uns bedeutet, wir müssen entweder Warcraft Adventures uns holen, das ja auch normal in den Handel kommen soll nach dem Kickstarter, um an die Würfel zu kommen, was natürlich ein sehr schöner Aufbau natürlich ist für Leute, die Warcraft Adventures haben und damit starten, um dann eben ins Tabletop umzusteigen, weil sie die Würfel schon haben, die Figuren schon haben, weil man eben auch die Figuren aus dem Brettspiel im Tabletop verwenden können wird. Aber für jemanden, der von außerhalb kommt oder für uns, die vielleicht mit Brettspielen gar nichts zu tun haben oder wenig, da müssen wir uns entweder das Brettspiel holen oder, was sehr wahrscheinlich sein wird, eben dann ein eigenes Würfelset, das einzeln erhältlich sein wird, weil man eben mit ganz normalen achtseitigen Würfeln das Spiel ganz einfach nicht spielen können wird, weil eben durch die Sondersymbole man nicht einfach die Zahlen dann umwandeln kann, dass man sagt, okay, man macht sich eine Liste, sondern pro Seite auf einem Würfel kann es durchaus auch vorkommen, dass hier mehrere Symbole abgedruckt wird. Und da persönlich bin ich der Meinung, das könnte ein dementsprechendes Hindernis sein, ein, ein dementsprechendes Problem, als dass die Leute hier einen vernünftigen Einstiegspunkt finden, weil jeder von uns hat wahrscheinlich schon mehr als genug Würfel und jetzt muss ich mir dann auch für dieses Spiel noch einmal eigene Würfel besorgen. Das könnte so ein bisschen ein Hindernis sein bei diesem Spiel. Wieso vielleicht der ein oder andere hier den Weg nicht reinfindet oder sich das Spiel nicht ansieht. Wir hatten vorhin auch schon den Punkt mit eben ein sogenanntes truppbasiertes Tabletop soll Warcrow werden. Wie ich schon gesagt habe, gehe ich da ein bisschen davon aus, so wie es aussieht, dass man hier dann auch den gleichen Truppentyp möglicherweise eben kombinieren kann in 2er, 3er, 5er Einheiten, irgendetwas in diese Richtung. Und damit ist auch eine Sache aufgekommen, die ich persönlich sehr interessant finde, und zwar wie mit Einzelcharakteren umgegangen wird. Das gefällt mir persönlich, ist natürlich Geschmackssache, und ich bin auch gespannt, ob das Ganze nur für Anführer gelten wird oder eben auch für Solo-Charaktere. Im Endeffekt bedeutet das eben,
dass sich solche Charaktere, Einzelmodelle dann auch Truppen anschließen können. Und das macht es in der Hinsicht ganz interessant, weil man hat es in den Videos gesehen, bei den Anführermodellen, wo die Profile vorgestellt wurden, dass diese auf ihren Profilen, dass diese Modelle eben zwei Profile haben. Es gibt einmal das Hauptprofil, wenn eben das Modell als Einzelmodell verwendet wird, und man hat aber dann die Möglichkeit, diese Einheiten auch, diese Einzelmodelle in Einheiten, in Truppen reinzustellen, diese anzuschließen, und dann ändert sich aber das Profil, wird sehr viel vereinfacht und ist quasi so ein bisschen, so wirkt es zumindest auf mich, eine Support-Option, die quasi die Einheit als Ganzes dann verstärken wird, wo wir dann eben wieder bei diesem Punkt sind, dass es sich um ein Truppen-Tabletop handeln soll. So wie eben Corpus Belli das Tabletop von sich aus beschreibt. Eine weitere Sache, die sie anscheinend auch von Warcrow Adventures dann übernehmen werden, ist das Thema mit der Initiative, denn es gibt in Warcrow Adventures einen Rundenzähler, wo auch gleichzeitig so Buttons aufgelegt werden, wenn es in eine Kampfsituation kommt. Das ist auch ein bisschen vergleichbar mit diversen eben dann auch Rollenspielen, wo man dann Initiativewerte hat. Was ich ganz interessant finde, denn ich habe noch kein Tabletop gesehen, zumindest aktuell keines im Kopf, das ein solches System verwendet. Ich habe mir jetzt auch mal die Videos zu Warcraft Adventures angesehen, wo das Ganze ein bisschen vorgestellt wird. Sieht eigentlich ganz und gar interessant aus, wobei ich auch dort sagen muss, es hat auch auf mich ein bisschen gewirkt, als wie wenn das unübersichtlich werden könnte, wenn hier größere Anzahl von Figuren involviert sind und Einheiten. Und da bin ich dann gespannt, wie sie das Ganze eben in Warcrow im Tabletop anwenden möchten und ob das dann wirklich vernünftig funktioniert oder das Spiel einfach nur unnötig verlangsamt. Im Endeffekt gibt es eben dann einen Rundenzähler, der weitergezählt wird mit den einzelnen wahrscheinlich Spielzügen, und darauf aber verteilt am Rand sind dann einzelne Felder mit den Möglichkeiten, eben die Buttons abzulegen für die einzelnen Einheiten, und diese Rundenzähler, diese Werte für die Runden sind gleichzeitig auch Initiativewerte oder etwas Vergleichbares, wo es dann eben heißt, wenn es zum Kampf kommt, werden die einzelnen Buttons für die jeweiligen Modelle bzw. Einheiten auf diese jeweilige Zahl gelegt. Das heißt, wenn ich einen Krieger habe mit Initiative 4 zum Beispiel, dann wird dort bei dem Feld, wo die 4 steht, mein Button hingelegt, und im Kampfverlauf wird dann eben bei 1 begonnen. Alle Figuren oder Einheiten, die auf 1 sind, und die können auch übereinander gestackt werden, werden dann nacheinander abgearbeitet, führen ihre Aktionen durch, und wenn die Aktionen beendet sind, wird nach Initiative Wert 4 der Button um 4 Felder weiter geschoben, eben dann von 4 in dem Fall auf Feld 8, und man startet wieder von vorne mit dem nächsten Feld, mit Feld 2, und arbeitet sich so durch alle einzelnen Felder hindurch, bis alle Einheiten aktiviert sind. So funktioniert eben der Kampfablauf bei Warcrow Adventures und könnte auch ähnlich dann vonstatten gehen bei Warcrow als Tabletop, was ich persönlich sehr interessant finde. Aber jetzt lasst uns mal zu den Figuren kommen. Wir haben ja auch bereits eine Reihe von Figuren eben gesehen im Zuge der Warcrow Adventures Videos und auch jetzt zu Warcrow selbst. Und was mir hier dann aufgefallen ist, und deswegen auch das Thema, das erste Tabletop für Frauen, denn es sieht so aus, dass hier vor allem in diesen Starterboxen, beziehungsweise in dem, was man bereits so gesehen hat von auch Warcrow Adventures, sehr viele Charaktere hier dabei sind, Modelle, die weiblich sind. Etwas, das man gar nicht so häufig sieht. Also mir ist es, natürlich, es gibt auch andere Tabletops, die Unmengen von weiblichen Figuren enthalten, keine Frage. Aber hier ist es mir beim Anschauen der Videos eigentlich bereits aufgefallen, dass gefühlt irgendwie mehr weibliche Charaktere verfügbar sind schon im Grundspiel und in den Grundsets, als man das von anderen Spielsystemen her kennt. Auch wenn man sich die beiden Starterarmeen ansieht, die für das Tabletop erscheinen sollen, schaut es hier dann schon so aus, dass zumindest bei dieser einen Fraktion, den Northern Tribes, mit diesen Ogre Standardmodellen, diese doch eher etwas weiblicher für mich aussehen,
Wird sich dann natürlich erst zeigen müssen, ob das wirklich weibliche Figuren sind. Ich kann es nicht genau sagen, aber zumindest alles in allem habe ich hier ein bisschen so diesen Eindruck, dass hier mehr weibliche Figuren erscheinen können, und das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt, wo wir vielleicht auch ein bisschen mehr Frauen bei uns im Hobby dann begrüßen können. Ich würde es toll finden, ehrlich gesagt, denn wir haben es vorhin gesehen, meine Zuschauerschaft hier aktuell auf dem Kanal sind 100% Männer. Ein anderes Thema ist eben dann noch, dass Belly angesprochen hat, dass es sich hier um ein Tabletop handeln soll, das sehr missionsziellastig sein soll, beziehungsweise tokenlastig, markerlastig, etwas in diese Richtung. Und ich bin gespannt, was das am Ende dann bedeutet. Dann, das heißt jetzt nichts Neues in dem Fall. Jedes Tabletop hat irgendwelche Missionsziele, die man erfüllen muss. Nur ich bin hier gespannt, was das dann grundsätzlich bedeutet. Denn wir haben es ja schon von Malifaux kennengelernt, wo es nicht unbedingt notwendig ist, dass man hier die Crew hat, die hier den mega Schaden austeilt und es darum geht, den Gegner von der Platte zu wischen, um hier Spiele zu gewinnen, sondern ganz andere Missionsziele hier relevant sind, die uns das Spiel gewinnen lassen, und auf etwas Ähnliches hoffe ich auch ein bisschen hier dann bei Warcrow. Wo wir vorhin schon bei den Figuren waren, will ich da nochmal ein bisschen zurückkommen zu den Fraktionen. Wie gesagt, wir haben hier aktuell die Information, dass es an und für sich 6 Fraktionen geben wird und so wie es aussieht auch noch Mercenary-Figuren. Da sind ein paar interessante Sachen dabei, vor allem mir persönlich gefallen die Figuren sehr gut. Man sieht ja ein anderer Style als bei Infinity, aber dennoch mit einer dementsprechend hohen Qualität. Und auch diese Figuren, die wir bisher gesehen haben, sind sehr detailliert. Auch wenn es noch ein ganzes Jahr dauern wird, bis uns das Spiel eigentlich dann im Handel erwarten wird. Aber dennoch, das, was man an Qualität bisher so sieht, bei den Figuren ist schon sehr, sehr gut. Aber was jetzt die einzelnen Fraktionen betrifft, bin ich mir hier etwas unsicher, denn zum Beispiel die Northern Tribes, die kommen mit diesem Grundgedanken daher, eine nordische Fraktion ist wieder mal nichts Neues, hat man alles schon gefühlt zigtausend Mal gesehen, auch hier mit einer Fraktion oder mit einer Rasse, die nach Orks aussieht, dann eine zweite Fraktion als Teil der Northern Tribes, die irgendwie nach Elfen aussehen, Winterelfen oder etwas in diese Richtung, auch wenn es noch nicht als das bezeichnet worden ist oder ich glaube sogar feststeht, dass es das nicht ist, aber für mich hat es ein bisschen diese Vibes gegeben, also auch das irgendwie, zwar nett, dass es das Ganze gibt, wird den einen oder anderen ins Spiel bringen, aber ist jetzt irgendwie gefühlt nichts Besonderes. Das gleiche auch mit den anderen Fraktionen, eben die zweite Fraktion, die so ein bisschen vorgestellt wurde mit Figuren für die Starterbox, sieht ein bisschen sehr nach normalen Menschen aus, mit Rüstungen. Natürlich klar, man kann nicht immer was Neues erfinden und man muss irgendetwas natürlich auch aufbauen, was uns die Möglichkeit gibt, uns mit dem Ganzen zu identifizieren. Aber auch das Erste, was ich hier für mich gesehen habe, okay, menschliche Fraktion hat ein bisschen was in Richtung Imperium vielleicht, was man von Warhammer kennen könnte auf der einen Seite, und aber auch wieder Vibes von Confrontation dabei. Vielleicht versucht man hier auch Leute vom früheren Confrontation dann zu konvertieren mit diesem neuen Tabletop. Könnte vielleicht der Ansatzpunkt von Corvus Belli hier sein, aber jetzt auch nichts, was mir persönlich besonders ins Auge gesprochen wäre, was diese Figurenrange betrifft. Und was ja auch bereits bei Warcraft Adventures zu sehen war und auch schon ein bisschen vorgestellt wurde, es gibt eben so diese typischen Einheiten bzw. Fraktionen, die man sich so ein bisschen erwartet. Etwas, das aussieht wie ein Waldelf mit Bogen, ein Hochelf, der gut zaubern kann, auch wenn das Ganze einen eigenen Vibe bekommen hat und ein bisschen einen eigenen Spin dann im Hintergrund hat, ist es dann doch so, dass hier das gewisse Etwas, das Besondere fehlt. Für mich zumindest, jetzt auf den ersten Blick. Denn okay, man hat hier dann auch bei dieser einen Fraktion
wieder die Thematik, dass Menschen, Elfen und Zwerge zusammen sind. Auch das ist wieder eine gemischte Fraktion, was man nicht so häufig sieht oder gesehen hat bisher, aber doch auch immer häufiger. Aktuell kommt mir vor, passiert, dass eben Fraktionen untereinander gemischt werden. Und alles in allem möchte ich hier einfach sagen, schaut euch das Ganze mal bitte auch an. Ich finde das Gesamtkonzept ganz, ganz gut. Was Corvus Belli hier versucht zu machen und dass ich hier versuche auch vielleicht neue Wege zu gehen mit dem System, wie sie den Kampf aufbauen, auch wenn ich finde, dass das Ganze vielleicht ein bisschen zu viel werden könnte, also zu unübersichtlich, wie vorhin gesagt, aber auch die Figuren sehen super aus und wir kennen Corvus Belli mit ihrer Qualität. Ich glaube, dadurch, dass sie die Figuren auch in-house selbst produzieren, dass wir da dementsprechende Qualität bekommen werden und dass man dem Ganzen einfach mal dann einen Versuch gibt, wenn wenn das Spiel dann eben in den Handel kommt oder wenn ihr Warcraft Adventures habt, schaut das Ganze mal an, versucht das Spiel mal und auch von Brettspiel dann vielleicht in späterer Folge nächstes Jahr oder wenn ihr die Möglichkeit habt, Demos zu machen, auch mal ein Demospiel durchzuführen und euch das Tabletop dazu anzusehen. Ich persönlich freue mich tatsächlich auf das Spiel, auch wenn ich hier ein paar Sachen eben angedeutet habe und angesprochen habe, die für mich eben das Besondere vermissen lassen oder die Schwierigkeit mit den Würfeln, aber dennoch alles in allem das Gesamtkonzept finde ich gut und eben auch sehr gut, dass Corvus Belli das versucht. Es erwarten uns natürlich in Zukunft noch weitere neue Tabletops, über die wir aktuell noch nicht so viel wissen. Eines davon ist Ascending Fate von Freebooter Miniatures. Dazu habe ich in der Vergangenheit auch mal ein Video gemacht und das werde ich euch hier jetzt verlinken für ein paar Informationen, die ich damals zu diesem Spielsystem gegeben habe.